Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Fans des EV Landsberg, liebe Gäste aus Fussen, herzlich willkommen hier zu unserer Pressekonferenz im Windraum in Landsberg im Hungerbachturm. Herzlich willkommen die beiden Trainer Georg Holzmann und Dave Rich. Ihnen zugleich herzlichen Glückwunsch zu diesem 4:2 Sieg gegen den EV Landsberg, und ja, wir steigen auch gleich schon ein in die Meinung, in die Spielbetrachtung des Trainers, und wir fangen an mit dem Gästetrainer Georg Holzmann. Ja, guten Abend. Auch ergebnismäßig hat man das gleich gemerkt. Die ersten 10 Minuten haben absolut Landsberg gehört. Die haben sehr viel Druck gemacht, sehr stark begonnen. Waren natürlich dementsprechend 2:0 hinten. Erst nach 10 Minuten haben wir, Gott sei Dank, zu unserem Spiel gefunden, konnten das im ersten Drittel nochmal ausgleichen. War dann alles in der Defensive besser gestanden, die Zweikämpfe besser angenommen. Auch das Passspiel hat viel besser funktioniert. Im dritten Drittel hat man das Spiel dann überwiegend kontrolliert. Ich würde sagen, der Sieg geht schon in Ordnung, obwohl das Spiel sehr hart umkämpft war. Landsberg hat nie aufgegeben und er schon bis zur letzten Minute gefeitet. War ein knappes Spiel, sicherlich mit einem überragenden Irrgang. Was mich aber auch genauso gefreut hat, war, dass heute alle 3 Reihen konstant gut gespielt haben. Auch die dritte Reihe würde ich extra loben. Und so kam dann das 4:2 zustande für uns. Schaut gut aus momentan, aber ich weiß auch, wir haben noch überhaupt nichts erreicht. Das wird am Sonntag gegen Klosterssee noch härter. Und wir müssen schauen, dass wir da permanent auch jedes Wochenende halt unsere Punkte holen. Dann können wir die Playoffs erreichen. Danke. Ja, danke für diese Einschätzung, Georg Holzmann. Er hat es gerade gesagt, Landsberg hat nie aufgegeben, gekämpft bis zum Schluss. Es hat auch dieser Einbruch gefehlt im zweiten Drittel, den wir so in den letzten Spielen gesehen haben. Aber wird man da nicht verrückt als Trainer, wenn man aufs gegnerische Tor schießt und Chance und das Ding geht nicht rein? Ja, guten Abend alle zusammen. Ja, selbstverständlich, das macht keinen Spaß, wenn du so oft schießt, aber wie dort gesagt ist, Irrgang hat sehr gut gespielt, hat 5 oder 6 Sachen rausgehauen, wo ich habe gedacht, das ist locker ein Tor, aber da fehlt unser Knipser, wo wir schießen, aber die geht nicht rein. Wir haben gut gestartet, super gestartet, und dann gleich das erste Gegentor, Pass von hinten, schön gespielt vom Fussen, und wir verlieren unseren Mann vorne. Und dann das zweite Tor 10 Sekunden vor Schluss, das hat uns Knick gebrochen. Das kann nicht passieren, 10 Sekunden vor Schluss, dass wir Scheibe gehabt haben, Control, lieber raus, und wir kriegen eine Scheibe nicht raus und die schießen und jemand steht allein vor unser Torwart. Ich meine, das ist auch, es kann nicht sein. Wir schauen das Video immer an und die Jungs haben das gesehen, dieses Woche, die Fehler, die die machen. Und ein paar die finden es auch, die sind embarrassed. Ich bin embarrassed, weil ich sehe das als Spieler, und ich habe ein paar gezeigt und hoffentlich kapiert ihr das langsam, weil das ist peinlich von ein paar, wie die Fehler, die passieren, ist kein Herz ein paar Mal. Nicht heute habe ich gekämpft, aber das war trotzdem ein paar Gegentoren für uns. Wo ist das Herz von ein paar? Und da muss irgendwas passieren langsam. Wir brauchen Verstärkung, du hast gemerkt, unsere Überzahl. Ich habe 3, 4 Leute da draußen in meinen ersten 2 Überzahls, das haben nie Überzahl gespielt in ihr Leben. Und jetzt muss ich das machen mit 21, 22 und die sind überfordert. Leider die falsche Entscheidung in Überzahl, und da ist das Spiel umgekippt. Du kippst das Spiel in Überzahl und Unterzahl. Und da ist absolut bei uns, wir brauchen Hilfe, absolut. Wir sind überfordert. Das sagt leider jedes Spiel, das ist die weiß unsere finanzielle Situation, aber wir kämpfen, ich will jeden Spieler weiterbringen, jeder wird besser in der Eishockey leben, finde ich, die lernen langsam, defensiv arbeiten, so, ist nur die Punkte, wird uns fehlen. Und die Zuschauer machen das mit so lang, das weiß ich nicht, ich meine, es macht auch keinen Spaß wahrscheinlich, aber entweder ich fehlen die Worte ab und zu. Die Spieler sind sauer, hoffentlich, das habe ich gemerkt, das ist auch gut, das ist ein positives Signal, dass die sind auch sauer, weil Fehler zu machen und das Spiel aus der Hand zu geben,
passiert leider bei uns öfter, aber das ist die Unerfahrung, das ist absolut passiert. Das war's. Ein wichtiger Spieler hat heute gefehlt für Landsberg. Michel fällt ja aus, er hat eine Knieverletzung. Wie lange ungefähr würde er noch fehlen? Ja, Philipp, für mich eins mit Bart, der beste Mittelstürmer in der Liga. Defensiv ist er sehr gut. Und auch, ich glaube, er ist Nummer 1 in unseren Punkten. Er hat kein Tor, aber 10 Assists. Er war Nummer 1 in unseren Punkten. So, er fehlt uns absolut. Es ist egal, wenn er so jung ist, aber er ist einer der besten Mittelstürmer in der Oberliga. Und leider fehlt er bestimmt 4 bis vielleicht 6, 7 Wochen, habe ich gerade gehört von der Art. Es kann sein, 6 Wochen wird er nicht dabei sein. So, ja, das ist wo 1 und 2 Junioren sind heute reingesprungen und das muss man einfach weiter. Gut, danke für die Einschätzung, Dave Rich. Georg Holzmann, letztes Jahr war ja doch eher eine durchwachsene Saison. Dieses Jahr, was sind die persönlichen Ziele und die Ziele für die Mannschaft? Ganz einfach, so viele Punkte wie möglich. Gott sei Dank, wie gesagt, wir sind gut gestartet. Das heißt, wir können haben jetzt ein kleines Punktepolster gegenüber Mannschaften, mit denen wir wahrscheinlich um die Playoff-Teilnahme kämpfen werden am Ende. Das ist immer gut. Immer Gegner, die selbstbewusste dann an die Sache heran. Das ist eben ein Punkt, wo ich überzeugt bin, dass letztes Jahr durch die viele Eiszeit, wir waren letztes Jahr nicht sehr erfolgreich, haben aber viele junge Spieler viel Eiszeit bekommen, konnten dadurch lernen, einen Schritt weiterkommen und das sieht man jetzt auch, obwohl wir 4 verletzte Spieler haben, die uns sicherlich hundertprozentig helfen würden, die mittlerweile zum Stammpersonal gehören. Und man sieht, wie die Verletzungen dann weggesteckt werden durch Leute, ja, da hat man letztes Jahr noch gedacht drüber, die sind einen Schritt weiter, sind, wie gesagt, selbstbewusster und machen ihren Job sehr gut. Danke, Georg Holzmann. Ja, der EV Landsberg steht natürlich genau an dieser Stelle, wo wir dieses Jahr viele junge Spieler einsetzen und wie Herr Holzmann gerade sagte, die jungen Spieler brauchen ihre Zeit und ich hoffe, wir alle geben diese Zeit und dann vielleicht durch ergänzende Spieler vielleicht auch noch ein bisschen Pause zwischendrin. Vor einem Jahr, da hat es uns noch einen Punkt dagelassen um diese Zeit. Da haben wir im Penalty-Schießen hat Fussen gewonnen. Wir haben dann mit einem Punkt nach Hause gegangen. Was aber letztes Jahr noch viel prägender war genau vor einem Jahr, nämlich morgen letztendlich, als dieses Unglück mit Boris Dachomenski passierte. Und die meisten erinnern sich daran, vielleicht waren viele auch hier im Stadion. Dazu gibt es heute nach einem Jahr was Besonderes zu berichten, und zwar Boris Dachomenski steht wieder auf dem Eis. Er macht im Moment in seinem Heimatland den Trainerschein. Und wie Hans-Jürgen Böttcher mir gesagt hat, steht auch ihm hier die Tür in Landsberg immer offen, wenn er wieder ganz fit ist. Gesund ist er wohl laut Ärzte und ich denke, das ist zumindest heute eine gute Nachricht, die ich Ihnen hier mit verkünden kann. Ja, und vielleicht noch eine kleine Sache noch alle zur Aufheiterung. Also die Knaben haben zumindest 6-6 am Wochenende gegen Fussen gewonnen oder gespielt. Das Spiel 6-6 gewonnen. Ja, das war es dann auch schon von unserer Seite. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren bei der Pressekonferenz, dass Sie das Spiel zugeschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder da sind. Hier am Freitag gegen Passau geht es dann. Nutzen Sie auch wieder das Angebot vielleicht von McDonald's. Eine tolle Aktion, die heute auch wohl erfolgreich war. Das wird auch nächstes Wochenende wieder sein. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg zu den Füßen und einen schönen Abend. Noch eine kurze Moment noch für die Presse, Entschuldigung. Gibt es da noch? Gut, die Presse hat keine Fragen. Also dann einen guten Abend. Bitte.